Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 37 Control. Ihre Sicht. Lass sie in Ruhe, Ertönt die beunruhigend gefasste Stimme meines Kapitäns. Ich sehe zu meinem Meister auf, welcher ein diabolisches Grinsen aufgesetzt hat. Ich muss hart schlucken. Binnen Sekunden greift er lachend an meine Brust und drückt grob zu. Bevor ich aufsteigen kann, schlage ich mir meine Hand vor den Mund. Meine Brust schmerzt, weswegen mir Tränen in die Augen steigen. Mit heraushängender Zunge gleitet seine Hand in mein Hemd, weswegen ich mit beiden Händen versuche, seinen Arm von mir zu drücken und ihn davon abzuhalten. Nicht. Flehe ich und sehe ihn bettelnd an. Er lacht nur und beginnt, mich zu stimulieren. Erneut halte ich meine Stimme zurück. Wieso macht er das? Ich sehe zweifelnd zu ihm auf. Die sind wie Familie. Versuche ich, ihn von seinem Vorhaben abzulenken und sehe ihn flehend an. Mein Herz rast und meine Gefühle spielen verdrückt. Ich weiß nicht wieso, aber dass meine Familie mich hört, ist mir mehr als ein wenig unangenehm. Meine Familie. Mein unterwürfiges Verhalten scheint ihm mehr als nur zu gefallen, weswegen mir schlagartig bewusst wird, dass ich ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr davon abhalten kann und ich ihn mit meinem Verhalten förmlich dazu anstachle, weiterzumachen. Stell dich nicht so an, Spricht er mit einer verführerischen Stimme und leckt langsam meinen Hals entlang. Meine Augen weiten sich vor Panik und erneut steigen Tränen in meine Augen. Ich will nicht, dass Sie das hören! Mit einem unterwürfigen Blick bettle ich um Gnade. Leg auf! Selbst aus meiner Stimme hört man jetzt eindeutig die Panik heraus. Meine Brüder hören zu, wahrscheinlich auch Beppo und Pinguin und Law auch. Er soll aufhören! Ich verstehe nicht, wieso ich, als ich an Law denke, ängstlicher werde und wieso mein Bedürfnis aufzulegen um das Doppelte gesteigert wird, aber ich versuche eilig aufzustehen und vor seinen erregenden Handbewegungen zu flüchten. Ohne große Schwierigkeiten hält er mich fest und drückt mich zurück an seinen Körper. Mit böser Vorahnung verharre ich ängstlich in meiner Bewegung, als Doffy bedrohlich zu knurren beginnt. Plötzlich schiebt er meine Beine auseinander und berührt ohne Vorwarnung meine intimste Zone. Ich verfluche mich selbst, dass ich mich nicht fertig angezogen habe. Nein. Schnell versuche ich, seine Hand von mir zu schieben, doch bin ich zu schwach oder eher zu stark. Mit Tränen und Flehen in den Augen sehe ich zu ihm auf. Bitte, Meister. Flehe ich zittrig, da mein Körper von dem Akt mit ihm noch immer empfindlich und anfällig für seine Berührungen ist. Doch er stimuliert mich grinsend weiter, indem er mit seinem Zeigefinger mit kreisenden Bewegungen über meine Perle streicht. Normalerweise tut er alles für mich. Wieso tut er mir das an? Habe ich ihn verärgert? Ich bin verwirrt. Lass deine Dreckspfoten von meiner Schwester, Knurrt Ace drohend durch die Schnecke. Durch Ace Worte hält er für einen Moment inne, weswegen ich hoffnungsvoll zu ihm aufsehe. Die entstandene Hoffnung weicht so schnell aus meinem Gesicht, als hätte mich ein Schlag getroffen. Mein Herz scheint einen Moment lang auszusetzen, bevor es doppelt so schnell das Blut durch meinen Körper pumpt und mich binnen Sekunden hellwach macht. Meine Atmung tut das Gleiche. Ich spüre förmlich, wie sich mein Körper verkrampft und meine Sinne geschärft werden. Meine Gedanken rasen durch meinen Kopf, ohne wirklich verarbeitet zu werden. Sein Grinsen wird breiter, weswegen ich langsam den Kopf schüttle, bevor ich meine Beine mit aller Kraft zusammenpresse. Ich kann mich nicht rühren, bin wie versteinert. Mit wenigen Handbewegungen hat er mich in seinen Fäden gefangen, meine Beine auseinandergezogen und meine Hände von meinem Mund genommen. Tränen beginnen über meine Wangen zu rollen und mein Herz scheint mich von innen zu verzehren, als würde es versuchen, ein Loch entstehen zu lassen. Das Gefühl von Panik war mir noch nie zuvor so ein klarer Begriff wie jetzt, in diesem Moment. Ich fühle mich hilflos und ausgeliefert. Mit seinem üblichen Lächeln steckt er seine Finger in mich und massiert mit dem Daumen meine Perle, während er mich mit der anderen Hand mit Hilfe seiner Fäden davon abhält, mich zu wehren. Kurz nach meinem ungehaltenen Stöhnen höre ich, dass sie aufgelegt haben. Erleichterung durchfährt mich, doch ich werde sofort wieder in die Realität, seinen zweiten Finger in mir, zurückgeholt. Er ignoriert meine Worte, dass sie aufgelegt haben und er jetzt aufhören könne. Mit wenigen Handbewegungen bringt er mich dazu, mich vor ihn zu stellen, weiterhin halbnackt und entblößt. Vorfreudig leckt er sich über die Lippen, gefällt ihm anscheinend diese wehrlose Version von mir, oder er will mich bestrafen, weil ich ihm widersprochen habe. Er legt seine Hände an meine Nippel und zieht so kräftig an ihnen, dass ich aufsteige und eine weitere Träne über meine Wange dollt. Ich tippe auf Zweiteres. Meine Brüste schmerzen, doch seine Zunge auf meiner Perle lässt das gleich vergessen und mich entsetzt die Augen aufreißen.
Überraschenderweise ist er diesmal zärtlich und nicht genauso grob wie an meinen Brüsten, weswegen ich beruhigt meine Schultern hängen lasse. Quälend langsam steigt seine Zunge immer wieder auf und ab, während ich bei jeder Aufbewegung heftiger schaudere. Meine Beine werden immer wackeliger und würde ich nicht in seinen Fäden hängen, werde ich vermutlich längst kraftlos eingeknickt. Als er plötzlich beginnt, an meiner Perle zu saugen und den leichten Druck, der damit entstanden ist, nicht mehr zu lösen, sondern lieber vom Mundinneren aus immer wieder mit seiner Zunge gegen sie zu stupsen, beginne ich vor Erregung am ganzen Leibe zu zittern. Automatisch versuche ich, meine Beine wieder zusammenzudrücken, doch die Fäden verhindern dies gekonnt und ich kann nicht anders als aufzustöhnen. Immer wieder, bis er sich nach vollen 2 Minuten mit einem zufriedenen Grinsen wieder löst und ich mit heraushängender Zunge etwas in die Fäden falle. Doch eine Pause erlaubt er mir nicht und schiebt sofort 2 seiner Finger in mich, während er sich wieder etwas aufrichtet und mit der freien Hand meine linke Brust und mit seiner Zunge die andere bearbeitet. Erst jetzt begreife ich, wieso er am Anfang noch so grob war. Meine Brustwarzen schmerzen nicht mehr, sondern sind mittlerweile unglaublich empfindlich und gereizt worden, weswegen jede seiner Berührungen mehr in mir auslöst, als ich es für möglich hielt. Versuche ich, seinen Spitznamen über meine Lippen zu bringen. Doffy hört für einen kurzen Moment auf, mich zu stimulieren und sieht ruhig zu mir auf. Doffy. Versuche ich es erneut leise. Meine Stimme zittert und hört sich durch meinen jetzigen Zustand und der Tatsache, dass ich noch immer nicht zum Höhepunkt getrieben worden bin, förmlich erregt und schmachtend an. Durch meinen eindeutigen Zustand befriedigt, beginnt Flamingo breit zu grinsen. Mein Verlangen ist förmlich aus meinen Augen zu lesen. Als er seine Finger aus mir herausnimmt, durchfährt mich ein Blitz und ich beginne erneut zu zittern. Ich beiße mir gequält auf die Lippe und versuche, mich etwas zusammenzureißen. Ich fühle mich schwach und erniedrigt. Ich will mich ihm nicht unterwerfen und mich so verletzlich zeigen. Es kratzt an meinem Stolz. Und doch traue ich mich nicht, mich erneut gegen ihn aufzulehnen. Er stellt sich wissend vor mich und fährt beiläufig immer wieder über meine Brustwarzen, was mich ebenfalls wahnsinnig macht. Ich lehne mich ihm entgegen und tatsächlich legt er seine Lippen auf die meinen. Seine Finger hören trotzdem nicht auf, meine Brust zu kneten oder leicht darüber zu reiben. Er lässt mich in den Kuss stöhnen und seufzen. Sein Kuss macht mich glücklich und ein großer Stein fällt von meinem Herzen. Ich hatte Angst, dass er mich nicht mehr liebt. Ich beginne vor Erleichterung zu weinen und unser Kuss schmeckt nach einiger Zeit salzig. Allerdings unterbricht ihn keiner von uns. Als er seine Zunge aus meinem Mund nimmt und beginnt sich wieder meinem restlichen Körper zu widmen, fahre ich mir immer wieder über die Lippen. Ich schmecke ihn noch. Liebe, was sollte ich gerade sonst spüren? Er hat recht. Erbarmungslos berührt er mich, während mein Stöhnen immer lauter wird. Nach insgesamt 2 Stunden stößt er gnädig sein Geschlecht in mich und lässt mich schreiend zum Höhepunkt kommen. Völlig am Ende meiner Kräfte und am ganzen Leibe zitternd vor Anstrengung, lasse ich mich mit heraushängender Zunge in seine Fäden fallen. Meine Atmung geht stoßweise, mein Herz hüpft aufgeregt in meiner Brust auf und ab, mein Körper ist von Schweiß benetzt und übersät mit Knutschflecken oder Zahnabdrücken. Vor Geilheit und Scham glühen meine Wangen und ich tue mich schwer damit, ihn anzusehen. Wenn ich nur daran denke, was er alles mit meinem Körper gemacht hat und was er mir für Dinge geflüstert hat, schießt mir die Hitze ins Gesicht. Schnell bin ich von seinen Fäden befreit, weswegen ich kraftlos nach vorne in seine Arme falle. Ich spüre leichte Schmerzen in meinen Hand- und Fußgelenken, welche höchstwahrscheinlich von den beinahe unsichtbaren dünnen Seilen Doflamingos kommen. Widersprich mir nicht noch einmal, Suki, warnt er mich knurrend und leckt lassiv über meine Lippen. Ich laufe rot an und nicke erschöpft. Es tut mir leid, Doffy. Meister, wirklich. Nuschle ich leise und reumütig. Sein Grinsen kehrt zurück und er tätschelt mich sanft am Kopf. Familie hält schließlich zusammen. Höre ich seine letzten Worte noch dumpf an meine Ohren dringen, bevor meine Augen gänzlich zufallen und ich in einen traumlosen Schlaf gleite. Familie? Als ich wieder aufwache, trage ich nur einen schwarzen Stringtanga und ein rosafarbenes Hemd, dessen Ausschnitt ziemlich viel meiner Haut zeigt. Ich liege in Doffys Armen, während er auf dem Sofa in der Lounge sitzt und mich streichelt. Einige Männer sind ebenfalls im Raum. Schlaftrunken richte ich mich auf und begrüße Doffy mit erschöpfter Stimme. Sei brav und leg dich wieder auf meinen Schoß. Ich muss gerade Geschäftliches klären, erklärt mir Doflamingo mit ernster, aber ruhiger Stimme und wendet seinen Blick nicht von den Männern zu seinen Füßen ab. Ei, brabble ich und reibe mir die Augen. Gerade als ich meinen Kopf wieder bequem auf seinen Schoß legen möchte, besehe ich mir den vorderen Mann. Ich verharre.
Binnen Sekunden blitzen tausende von Bildern in meinem Kopf auf und brennen sich qualvoll in meine Seele. Geschockt starre ich diesen Kerl an und meine Hände verankern sich halssuchend in Flamingos Hemd und Hose. Was hat er mit ihnen zu tun? Vor mir steht die gesamte Besatzung von dem Mann, der mich nach dem Unfall, als ich ins Meer gefallen bin, gefunden und erneut eingesperrt hat. Was ist los? Fragt mich Doffy leise und mustert meine vor Schock geweiteten Augen. Was hat der da mit Doffy zu tun? Der Kapitän dieser Mannschaft scheint mich erkannt zu haben und sieht abwechselnd mich und Doffy an. Hey, Kanawa! Zischt dieser so leise, dass ich seine Worte nur schwer verstehen kann. Die Bilder an die Nächte mit ihm lassen mich auf Knopfdruck weinen. Nein! Schreie ich panisch zurück, drücke mich mit dem Rücken an den muskulösen Bauch hinter mir und presse meine Hände an den Kopf. Halt die Fresse! Nein, Du bekommst nichts zu essen, damit du sprichst! es soll aufhören. Ruhig, wir sind unter uns. Tränen laufen in Strömen über meine Wangen, perlen an meinem Kinn ab und fallen schließlich auf meine Brust. So eine große Fresse hinter so einem hübschen Gesicht. Sieh mich nicht so an! Schlumpf! Meine Atmung wird unregelmäßig und schnell, mein Herz fühlt sich an, als würde es zerdrückt werden und mein Magen beginnt sich umzudrehen. Ich korrigiere mich. Die ungewollten Berührungen von Doffy waren nicht schlimm. Ich will lieber das als diese Erinnerungen. Mich durchfährt der Ekel und ich spüre förmlich die saure Flüssigkeit in meinem Hals aufsteigen. Verwirrt hebt Doffy mein Kinn an und zwingt mich, ihn anzusehen. In seiner verspiegelten Brille kann ich mein eigenes, entsetztes Gesicht betrachten. Ich sehe erschrocken auf und zucke unter seinen Berührungen zusammen, bevor ich erschaudert und am ganzen Leibe zu zittern beginne. Im selben Moment verfinstert sich seine Mimik und einige Adern scheinen sich förmlich unter seiner Haut hervorzuheben. Seine Mundwinkel sind weiter unten, als ich sie je zuvor gesehen habe, und seine Stirn legt sich vor Wut in Falten. Ich kann mich nicht rühren oder meine Gefühle überspielen. Was ist Tsuki? Fragt er mit Druck weiter nach und ich schlucke. Die Männer haben mir sehr wehgetan, Doffy. Berichte ich ihm erzwungen und drücke mich kurz nach meiner Antwort mit Tränen in den Augen und furchtbar gedemütigt gegen ihn. Ich konnte es nicht Law, nicht Sashi, nicht Ace und auch nicht Doffy sagen, was genau sie gemacht haben. Wieso bin ich so schwach? Ich beginne zu schluchzen und mein Körper zu beben. Es soll aufhören! Das Lachen der Piraten hallt in meinem Kopf nach und ich wünschte mir, Law hätte sie auf der Insel damals nicht nur besiegt, sondern getötet. Flamingos Lachen ist, als hätte es nie existiert und er besieht sich die Männer zu seinen Füßen. Ist das so? Fragt er finster. Als ich einen schmerzverzerrten Schrei vernehme, wische ich mir verwirrt übers Gesicht und drehe mich um. Binnen Sekunden hat Doffy die Männer mit seinen Fäden dazu gebracht, sich gegenseitig umzubringen. Erstarrt beobachte ich einen verschwitzten Mann dabei, wie er einen seiner Nakama immer wieder mit einem Dolch absticht, bevor auch er von jemandem durchbohrt wird. Als ein Mann versucht zu fliehen, schießt ihm ein Junge mehrfach in die Beine. Ein blonder, dickerer Kerl sieht verheult auf seine blutüberströmten Hände. Ich sollte erstocken sein. Angst vor Doffy haben. Sagen, dass niemand so etwas verdient hat, aber sie haben es. Es freut mich. Ich beginne leicht zu lächeln, als der Mann, der meine Ketten trug, gleich vor meinen Füßen einen weiteren erschießt, nur um dann mit bloßen Händen in seinen Eingeweiden zu wühlen. Ich unterdrücke ein Lachen und sehe stattdessen fasziniert und mit leuchtenden Augen auf das Gemetzel hinab. Ich fühle mich mächtig, von oben auf sie herabzublicken, die Rollenverteilung von Peiniger zu Gepeinigten neu zu vergeben. Der Mann, der mir am meisten Schmerzen bereitet hat, der Kapitän mit den goldenen Zähnen, steckt sein Gesicht gerade zwischen die Organe seines Nakama. Ein Mann übersät mit Tattoos reißt meine Aufmerksamkeit auf ihn. Er rennt auf einen jungen Burschen zu, der bereits jemanden erschossen hat und der von Flamingos Fähigkeit nicht mehr beeinflusst wird und nur erschrocken auf einen Mann am Boden starrt. Der Tätowierte holt zum Schlag aus. Der erste Schlag trifft den Jungen am Kopf, beim zweiten reißt dieser noch instinktiv den linken Arm nach oben. Elle und Speiche brechen zweifach. Der Mann geht schreiend, sich seinen Arm haltend zu Boden und starrt bestürzt auf seinen gebrochenen Knochen. Doffy bewegt seine Finger, wodurch der Tätowierte sich schwungvoll auf den Burschen setzt und mit einem Bein den gesunden Arm des anderen auf den Boden presst. Ich will das nicht! Verzeih mir! Schreit der große Mann tränenüberströmt, während er zu einem weiteren Schlag ausholt. Seine Faust donnert 4-mal gegen den Schädel des wehrlosen Jungen.
Bis auf das Nasenbein bricht jeder einzelne Knochen in seinem Gesicht. Trotzdem schlägt der gebrochene Mann auf ihn ein, bis nur noch eine einzige Pampe aus Gehirnmasse, Blut und Haut an seinen Fäusten klebt. Ich lege meinen Zeigefinger gekrümmt an meine Lippen und beginne zu kichern, während ich Doffys ruhige Handbewegungen bestaune, durch die so viel Gutes passieren kann. Mit seiner anderen Hand beginnt er meinen Kopf zu tätscheln. Der letzte Überlebende ist der Kapitän selbst. Ängstlich mit erhobener Waffe steht er vor seinem toten Vize. Erschrocken lässt er die Klinge fallen und kniet sich vor meinem Meister, als er ihn wieder freigibt. Bitte, verschone mich! Fleht er und presst unterwürfig seine Stirn auf den Boden. Das liegt allein bei meiner Suki. Lacht er und stützt seinen Kopf auf seiner Faust ab. Überrascht sehe ich Flamingo an. Ich darf entscheiden. Panisch sieht das ekelhafte Schwein zu mir auf. Interessiert und aufmerksam mustert Doffy mich und ich den Mann vor unseren Füßen. Ich erkenne die Panik in seinen Augen und weiß, dass er an das denken muss, was er mir angetan hat. Ich stoße mich leicht von dem Schoß meines Herren ab und springe auf meine eigenen Beine. Sofort krabbelt der Kapitän auf mich zu und unterwirft sich mir. Erbärmlich. Angewidert stampfe ich seinen Kopf fest auf den Boden. Jetzt weiß er, wie sich das anfühlt. Mein Fuß verweilt auf seinem Hinterkopf und presst seine Stirn immer kräftiger auf den blutbefleckten Boden. Bei dem Anblick kann ich nicht anders, als mein unterdrücktes Lachen rauszulassen. Abgesehen von meiner eigenen Stimme, die an den Wänden des Zimmers abprallt und als leises Echo verhallt, ist es vollkommen still. Ich hörte mich beinahe verrückt an, als ich meinen Fuß immer wieder lachend auf dem Kopf des Kapitäns donnern lasse. Er macht keine Anstalt, sich irgendwie zu wehren, weswegen ich grinsend aushole und ihn seitlich mit dem Spann gegen den Kiefer trete. Er hebt sich etwas vom Boden ab und fliegt einige Meter weit. Ich lache spöttisch hinter erhobener Hand auf. Blut läuft ihm aus den Mundwinkeln, doch sofort krabbelt er wieder auf mich zu und presst, mit Tränen in den Augen, seine Stirn unterwürfig gegen das Holz unter sich. Abrupt verstumme ich und schenke ihm einen stechenden Blick, der töten könnte. Stirb, sage ich kalt, hebe meine Hand und sende einen Blitz zu ihm. Der Raum erstrahlt in einem dunklen Blau, bevor von dem Mann nicht mehr übrig ist als Asche. Kalt lache ich mit erhobener Hand auf und genieße noch ein bisschen das Machtgefühl meiner Blitze, die noch immer über meinen Körper jagen. Ich wende mich erschrocken an meinen Meister. Diese Seite war nicht ich. Mein Gedankengang endet. Er sieht mich zum ersten Mal stolz an. Erstaunt trete ich etwas an ihn dann, während meine Blitze immer heller werden und schließlich verschwinden. Das war sehr gut, Suki. Du hast deine Teufelskräfte also wieder. Lobt er mich mit stolzem Grinsen, weswegen ich nur perplex nicken kann, ohne meinen Blick von ihm abzuwenden. Eine Wärme breitet sich in mir aus und ich muss lächeln. Ich habe ihn stolz gemacht, ich habe etwas richtig gemacht. Schnell krabble ich auf seinen Schoß zurück und schmiege mich an ihn. Lachend tätschelt er mich. In 4 Stunden verlassen wir die Insel der Erinnerungen. Ich frage mich, wieso ich nicht aufs Festland darf, aber Hauptsache ich bin bei ihm. Seine Sicht. »Captain, Land in Sicht!« brüllt Penguin übers Deck. Schnell besieht auch Lore sich die Insel, bevor er mit einfachen Handbewegungen den Befehl zum Anlegen gibt. Nach einigen Minuten, die sie gebraucht haben, um aufzutauchen und anzulegen, stellt sich Lore vor seine Crew und sieht sie ernst an, besonders seinen Koch. Nur ich und Beppo betreten die Insel, befiehlt er seiner Crew mit einer Stimmlage, die keine Diskussion zulässt. Vielleicht sind sie hier? Trafalgar sieht nachdenklich auf die Insel hinab. Ich komme mit, bestimmt Ace, welcher Lore Stunden erklären musste, was zwischen ihm und Zarana überhaupt läuft. Ace, was meinst du mit Schwester? Fragt der Koch verwirrt und etwas neugierig nach, als sich alles beruhigt hat und sich alle zum Essen versammelt haben. Trafalgars Kopf schnellt hellhörig hoch, bevor auch er geduldig auf die Antwort wartet. Wir sind Geschwister, so wie du doch auch, erklärt der Feuerbändiger irritiert und deutet mit dem Finger auf Sashi. Was hieß denn dann, dass du sie liebst? Fragt Trafalgar skeptisch weiter, worauf die Sommersprosse nur mit den Schultern zuckt und meint, dass es eben so ist. Was fühlst du denn, wenn du bei ihr bist? Und wenn wir schon dabei sind, wie weit seid ihr gegangen bei eurer Liebe? Horchte den Tätowierten aus und beugt sich ihm mit bedrohlichem Funkeln in den Augen entgegen. Genervt greift Trafalgar nach seinem Schwert und begibt sich schließlich mit seinem Vize und Ace auf die Insel. »Willst du aufs Maul?« brüllt plötzlich eine aggressive, kindliche Stimme und lässt die Touristen der Insel hellhörig aufsehen. Verwirrt folgen die 3 der Stimme. »Wenn du es nicht anders lernst«,
ertönt eine gleichgültige, kalte und doch ziemlich hohe Stimme. Die 3 bleiben kurz vor 4 Kindern stehen. 3 ältere Jungs, die bedrohlich und wütend vor einem kleinen, ausdruckslosen Mädchen stehen. »Du kannst mich mal!« keift der Junge in der Mitte der Bande und holt zum Schlag aus. Ace entzündet mit Hilfe seiner Teufelskraft seinen rechten Arm bis hin zur Schulter und macht gemeinsam mit Beppo einen alarmierten Schritt nach vorn. »Hey!« ruft Ace laut, doch die Jüngere lehnt nur leicht ihren Kopf zur Seite, sodass der Schlag ins Leere geht. »Letzte Chance, entschuldigt euch«, sagt sie ruhig und sieht emotionslos zu dem Jungen auf. Sie erinnert mich an mich selbst, sowohl als Kind als auch jetzt. Spielt die Kleine die Kälte oder ist sie wirklich so emotionslos? Ace sieht verwirrt zwischen den Vieren hin und her. »Sonst was?« provoziert einer der anderen Jungs sie weiter. Ace macht Anstalten, die Kinder zu unterbrechen, doch Lore hält ihn mit einer erhobenen Hand zurück. »Sonst werde ich euch ins Krankenhaus bringen«, antwortet sie gelassen und zuckt mit den Schultern. Die Jungen lachen laut auf. »Gut«, seufzt sie lustlos, bevor sie die Jungen binnen Sekunden mit einem gezielten Schlag auf den Solarplexus ausnockt. Perplex besehen sich Ace und Beppo das Mädchen, während Trafalgar nur aufmerksam die Szene beobachtet. »Ihr hättet euch bei Aiko entschuldigen sollen«, belehrt sie leise die am Boden liegenden Jungen. »Aiko? Sie kennt Sadanas Cousine?« Die Siegerin des kurzen Kampfes biegt um eine Ecke. »Warte!« ruft der Arzt schnell und rennt ihr nach. Sie ist weg. »Mist!« »Was ist los, Trafo?« »Nenn mich nicht so. Sie kennt die Cousine von Sadana«, erklärt er ihnen ernst, scheint keiner ihren letzten Kommentar richtig gehört zu haben. »Warum lässt du sie dann entkommen?« keift Ace fluchend. Gereizt schenkt er ihm nur einen abwertenden Blick. Planlos gehen sie in die vermutete Richtung, bis sie erneut Stimmen hören. Schnell eilen sie zu diesen und besehen sich die beiden Mädchen. Ein älteres, was Ähnlichkeiten mit dem jungen Mädchen von zuvor hat, und ein kleines Mädchen. Diesmal besieht sich Lore auch ihre Kleidung. Die Ältere trägt eine einfache kurze Hose und ein verschmutztes helles Hemd bzw. eine Bluse. Auf dieser sind mehrere Gras- und Schmutzflecken und an ihren linken Arm sind einige frische Kratzer und blaue Flecken. In der Hand hält sie einen Stock, welchen sie locker an ihre Schulter lehnt. Das kleine Mädchen hat die Haare ordentlich zusammengesteckt und ein süßes blaues Rüschenkleid an, dazu eine farblich passende Haarspange. »Du bist schon wieder verletzt«, schimpft die Jüngere. »Piraten verletzen sich nicht«, lacht die Größere. »Das...« Und Nähtchen, trägst du mich?« fragt die Kleinere plötzlich wieder fröhlich und aufgedreht. Warm erwidert sie ihr Lachen, geht in die Knie und lädt das Mädchen auf. »Wohin?« strahlt sie und legt ihren Kopf leicht in den Nacken, um die Kleinere auf ihren Schultern sehen zu können. Die Jüngere zeigt voller Elan nach links und augenblicklich sprintet die Ältere los, wodurch sich die Jüngere an ihrem Kopf festhalten muss. »Das kann nicht sein. Das war ganz sicher Sadana und Aiko. Als Kind.« Ruhig teilt der Arzt seine Gedanken den anderen mit. »Oh«, kommt es plötzlich verstehend von Ace, während er seine Faust auf seine flache Hand schlägt. Fragend wenden sie sich an ihn. »Oh, ich war schon mal mit meiner alten Crew hier. Das ist die Insel der Erinnerungen«, erklärt er ihnen. »Passt auf, kommt«, meint er schnell und führt die beiden nach einem längeren Weg an eine Steinwand. In diese wurde etwas eingemeißelt. Trafalgar beginnt zu lesen. »Diese Insel zeigt die Erinnerung der Person, an die die meisten Menschen auf der Insel denken. Verstehe. Da nur wir 3 auf der Insel sind und deswegen Sadana, werden uns ihre Erinnerungen gezeigt. Das könnte äußerst interessant werden.«